Hallo, ich bin Timo von Paulimod und im heutigen Video geht es um die Backenfutter. Und zwar genauer gesagt um den Backenfutterwechsel. Dazu habe ich einiges vorbereitet, wie beispielsweise das Messstativ, die Messuhr, ein Prüfdorn, ein Körner, ein Hammer, ein Stück Holz und noch zwei optional erhältliche Backenfutter. Und zwar ein 4-Backenfutter einzeln verstellbar und ein 4-Backenfutter zentral verstellbar. Die braucht man, um verschiedene Werkstücke einzuspannen. Damit erhöht man die Möglichkeiten der Maschine. Und das will ich euch jetzt im Detail hinten an unserer PM190V erklären. So, bevor wir jetzt an die Drehmaschine gehen, packe ich noch die Backenfutter aus. In den Backenfuttern ist immer die Bedienungsanleitung, Backenfutterschlüssel, die Montageschrauben und natürlich das Backenfutter selber, wie hier das einzeln verstellbare Backenfutter, mit dem ich jede einzelne Backe bewegen kann, um exzentrische Werkstücke zu spannen, beispielsweise ein rechteckiges, ein quadratisch, wo ich versetzt eine Bohrung einsetzen muss, oder auch eine Exzenterwelle zu drehen, wie beispielsweise eine Nockenwelle. Das ist alles mit diesem Backenfutter möglich. Nebendran haben wir auch das 4-Backenfutter, allerdings zentral verstellbar. Soll heißen, auch dort haben wir eine Bedienungsanleitung. Hier haben wir auch die Montageschrauben. Ebenfalls den Backenfutterschlüssel. Jetzt wird es ein bisschen haarig, das geht ein bisschen schwer raus, es geht so. Die Wechselbacken fürs Außenspannen. Und natürlich das Backenfutter selber. An dem Backenfutter zentral verstellbar deshalb, weil wir mit einer Drehung am Backenfutterschlüssel die Backen gleichzeitig auf und zu drehen und es dadurch immer zentrisch gespannt ist. Bei den zentral verstellbaren Backenfuttern ist es so, dass die mit 3 Schrauben befestigt werden. Egal, ob es jetzt das 3-Backenfutter ist oder das 4-Backenfutter. Wenn man jetzt das einzeln verstellbare Backenfutter anschaut, sieht man, dass das mit 4 Schrauben befestigt ist. Das heißt, man braucht dazu entweder ein Montageflansch, um von 3 auf 4 zu kommen, oder eure Spindel hat 6 Löcher. Daran könnt ihr auch erkennen, dass ihr den Montageflansch nicht braucht. Bei unserer PM190V werdet ihr gleich sehen, brauchen wir es nicht, weil der schon die entsprechenden Anzahlen der Bohrungen in der Spindel hat. So, und jetzt schauen wir uns das doch ganz praktisch an der Maschine an. So, als allererstes nehme ich ein Brett und lege das zwischen Maschinenbett und zwischen Backenfutter. Das ist deshalb wichtig, wenn uns das Backenfutter aus der Hand glitscht, weil es ölig ist oder weil die Hand ölig ist, würde sonst das Futter direkt aus Maschinenbett fallen. Das Maschinenbett wurde vermackt und dementsprechend könnte die Genauigkeit leiden. Und um dem vorzubeugen, nehmen wir ein Holzbrett. Also bitte immer daheim nachmachen, Holzbrett zwischen Maschinenbett und zwischen Backenfutter, bevor man zum Schrauben anfängt. Im originalen Bordwerkzeug von der PM190V ist der 13er Schlüssel. Den brauchen wir jetzt, um hinten die Muttern zu lösen. Fange ich mal an. Beim 3-Backenfutter zentral verstellbar ist es wie beim 4-Backenfutter zentral verstellbar 3 Muttern. Hier, erste, zweite, dritte. Der Einfachkeit halber tue ich die jetzt mit der Hand rausschrauben. Passt natürlich auf, dass sie nicht nach unten fallen, ganz klar. Und nicht zu vergessen, die Unterlagsscheibe. Das Ganze 3-mal. Auch wieder mit einer Unterlagsscheibe. Die wird schick gefallen. Und jetzt drehen wir die hier raus. So. Und jetzt gucken wir, dass wir die abbekommen. Das schaffen wir so nicht, weil das zu fest drauf ist. Dazu hole ich einen kleinen Hammer. Dazu nehme ich mir einen kleinen Kunststoffhammer zur Hilfe, halte es mit der einen Hand unten fest und mit der anderen
haue ich drauf. Und mit einem leichten Schlag, mit einem Kunststoffhammer oben drauf, kann ich das Backenfutter abnehmen. Ihr seht, dort und dort wird das Backenfutter zentriert und der Rundlauf wird durch diese Passung vorgegeben. Der Rundlauf von unseren Maschinen wird angegeben mit unter 0,06 mm, was wir auch tatsächlich erreichen. Aber das ist auch ein wichtiges Thema, darauf gehe ich später nochmal zurück. Anmerkung: Der Rundlauf kommt im Endeffekt vom Futter, die Spindeln an allen Drehmaschinen laufen nahezu auf 0. Je nach Futtergröße haben wir eine Rundlaufabweichung von 0,04 bis 0,06 mm. Wir haben hier das 4 Backenfutter und die 3 Schrauben. Ihr habt schon gesehen, wir haben die Muttern runtergeschraubt. Hier sind Gewindestifte drin. Mitgeliefert werden die Schrauben. Leider können wir die Schrauben nicht montieren, weil der Platz zwischen Spindelkasten und zwischen Spindelflansch einfach zu klein ist. Darum arbeiten wir in dem Fall mit dem, was wir haben. Und zwar mit den Madenschrauben, die hier im Backenfutter drin sind. Die drehe ich jetzt raus, um sie dann vom 3 Backenfutter ins 4 Backenfutter einzusetzen. Auf die Frage, wie tief, kann ich euch gleich zeigen. Ich schraube sie jetzt einfach mal so ein bisschen nach Gusto ein. Und nachdem ich sie eingeschraubt habe, setze ich hier das Backenfutter an. Wir müssen hier aufpassen, weil ihr seht, wir haben verschiedene Bohrungen. 4 für das 4 Backenfutter, einzeln verstellbar, und 3 für die beiden zentral verstellbaren Backenfutter. Ihr seht, wenn man hier an der Seite schaut, die Bolzen schauen etwas nach draußen. Die müssen so weit nach außen schauen, dass wir die Mutter draufschrauben können und noch ein Stück rausschaut. Darum kann ich hier noch mit den Fingern etwas nachdrehen, bis es einigermaßen sauber aussieht. Dann setze ich testweise eine Unterlagsscheibe drauf und eine Mutter. Das ist jetzt ein bisschen lustig, weil meine Finger ölig sind. Aber ihr seht, mit ein bisschen Geduld geht es. Und genauso will ich es haben. Es steht hinten noch was vom Gewindebolzen bzw. von der Madenschraube über. Und jetzt kann ich es fest anziehen und nutze die volle Gewindebreite. Das zweite mache ich hier auch. Ich gehe noch mal ein bisschen raus. Nochmal die Unterlegscheibe hin. Unterlegscheibe ist natürlich dafür geeignet, dass man die Fläche, auf die die Kraft wirkt, vergrößert. Und hier auch wieder ein tolles Ergebnis. Man sieht wie hier, dass wieder die Gewindeschraube ein bisschen übersteht. So, dann würde ich auch noch mal ein bisschen rausgehen. Auch wieder die Unterlagsscheibe. Das ist ein bisschen eine Fummelarbeit, das gebe ich zu. Aber mit ein bisschen Übung wird es. Und auch hier sieht man wieder, dass ein Stück raussteht. Es sollte natürlich nicht zu weit rausstehen, ganz klar. Weil wenn es hier zu weit raussteht, dann ist der Platz verschenkt, dann ist es nicht mehr tief genug hier im Backenfutter drin. Und wenn wir das Ganze gemacht haben, ziehen wir es einfach fest. Hier könnte man sich überlegen, ob man jetzt nicht nur eine Umdrehung reinschraubt, aber der Bolzen ist lang genug, dass ich das jetzt als in Ordnung empfinden würde. Darum lassen wir das so. Jetzt können wir natürlich das Holzbrett entfernen, weil das Backenfutter fest montiert ist. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wie der optimale Rundlauf ist. Um den Rundlauf zu messen, nehme ich hier einen Prüfdarm
und spanne den vorsichtig ein. Zum Messen reicht kein Bohrer. Es muss eine geschliffene Welle oder ein geschliffener Prüfdorn sein. Zur Not geht auch noch die Fläche von dem Fräser. Aber nie die Außenfläche messen. Das ist keine Kontaktfläche, die hat keine Aussagekraft, sondern immer mit einem Prüfdorn oder mit einem ähnlichen Messinstrument, das man einspannt, den Rundlauf zu messen. Dazu bauen wir noch hier ein Messstativ auf mit einer Messuhr. Und setzen die ziemlich nah an die Spindel selber. So. Das habe ich jetzt auf 0 gesetzt und jetzt drehe ich vorsichtig mit der Hand und schaue nach dem Ausschlag. Da sind wir jetzt bei 5/100, 6/100. Um jetzt das Optimale rauszuholen, können wir die Spindel einfach nochmal verdrehen. Ich hole jetzt nochmal den Schlüssel, spanne nochmal den Prüfdorn aus, nehme wieder das Brett, stelle es runter und dann löse ich nochmal die Schrauben. Das nochmal. Ich nehme wieder einen Kunststoffhammer zur Hilfe. Zack. Und jetzt drehe ich das einfach um eine Position. Ziehe es wieder fest und überprüfe dann den Rundlauf, ob er besser geworden ist. So, und jetzt gehe ich nochmal her, nachdem ich das überprüft habe, spanne das nochmal ganz leicht ein. Fahre hier nochmal runter, stelle es auf 0. Und schaue jetzt nach dem Rundlauf. Der ist jetzt ungefähr bei 4,5 Hundertstel. Ja, 4 Hundertstel. Ich messe nochmal nach. Ja, 5 Hundertstel. Ja. Bei 5 Hundertstel. So, jetzt tue ich den nochmal drehen und schau mal, ob ich noch ein besseres Ergebnis kriege. Das heißt, wieder Prüfdorn ausspannen. Wieder Salz drunter. Und wieder bewaffnet mit dem 13er alle Muttern lösen. Ist lustig, da sieht man richtig, wie die Fingerfertigkeit immer steigt von Bolzen zu Bolzen. So, dann nehme ich nochmal meinen Prüfdorn, setze den Prüfdorn ein, drehe ihn fest
Und setze nochmal die Messuhr an. Und wir sehen, wir haben nur noch fast 300stel Spiel, was ein optimaler Wert ist. Dass ich jetzt nicht, wie gerade eben gezeigt, alles durchprobieren muss, gibt es jetzt einen folgenden Trick. Und dazu habe ich vorher den Körner hergeholt und den Hammer. Ihr seht hier die 0. Die ist wichtig. Ich werde jetzt das Backenfutter mit diesem Körner und mit dem Hammer so markieren, dass mein Körnerschlag immer zur 0 steht und ich auf Anhieb die optimale Position finde, wie mein Backenfutter am besten läuft. Ich nehme immer gern 2 Punkte, dann sieht es nicht aus, als ob es einfach so runtergefallen wäre. Und jetzt ist es für mich immer nachvollziehbar, wie ich das Backenfutter zu montieren habe, um den besten Rundlauf zu haben. So, wie ihr seht, ist jetzt das 4-Backenfutter zentral verstellbar, optimal montiert, in der besten Position. Jetzt montieren wir das ab und montieren das einzeln verstellbare 4-Backenfutter, um euch zu zeigen, wie das funktioniert. Im Prinzip nicht anders. Ich gehe ganz kurz auf den Montageflansch ein, falls die Spindelaufnahme nicht die entsprechende Anzahl der Löcher hat. Aber dazu später mehr. Wieder das Brett runter, wieder der Hammer und runternehmen. Und holen unser 4-Backenfutter. Wie ich schon gesagt habe, hat das 4-Backenfutter Schaumstoff 4 Aufnahmebohrungen. Und für die 4 Aufnahmebohrungen braucht man natürlich auch 4 Löcher an der Spindel. Wenn man jetzt nur 3 haben sollte, das kommt bei manchen Maschinen vor, muss man sich einen Montageflansch holen. Dieser Montageflansch dann quasi 3 Löcher, um es auf die Spindel zu befestigen, und 4 Löcher, um das Backenfutter mit dem Flansch zu montieren. Das heißt, erst wird das Backenfutter auf den Flansch geschraubt und dann wird der Flansch mit Backenfutter auf die Spindel geschraubt. Hier ist es natürlich nicht nötig. Hier können wir direkt gleich die Stehbolzen einschrauben. Wir schrauben sie hier raus und schrauben sie hier rein. Jetzt habt ihr sicher schon aufgepasst und gesehen, dass wir hier 3 Stehbolzen haben, aber hier 4 Löcher. Darum haben wir nochmal einen weiteren Stehbolzen vorbereitet, um die Montage komplett durchzuführen. Die Montagebolzen haben wir hier hingelegt. Ich lege nochmal ganz kurz das Backenfutter beiseite, um die Schraube und die Unterlagscheibe, die wir brauchen, an Ort und Stelle zu legen, um die Madenschraube hier einzusetzen. Madenschraube, die kriegt man in jedem besseren Haushaltsladen. Man kann auch eine Gewindestange nehmen und die zusägen. Aber ich bin ein Fan von Madenschrauben, weil eine Madenschraube Entschuldigung, einen Innensechskant hat. Und mit dem Innensechskant kann man zur Not gegenhalten. So, jetzt müssen wir natürlich die passenden Löcher suchen. Sind aber gleich gefunden. Das sind die 4. Und wie ihr seht, sind sie alle durch. Hier sieht man noch die 3 Löcher für die zentral verstellbaren 3 Backenfutter oder 4 Backenfutter. Und jetzt kommt, wie bei allen anderen, einfach hinten wieder die Unterlagscheiben mit Muttern drauf. Und dann auch wieder dasselbe Spiel. Ich gehe mit Augenmaß ein bisschen hin und schaue, dass ich die Stehbolzen, die Madenschrauben, so weit rausdrehe, dass die Mutter vollständig drauf geht. Und trotzdem noch möglichst viel von dem Gewinde natürlich im Backenfutter selber ist.
Es soll natürlich eine ordentliche Befestigung sein, weil ihr wisst ja, da kommen Kräfte drauf beim Zerspanen und vor allem beim dezentralen Zerspanen, was ja nichts anderes ist wie eine Unwucht. Und da muss man natürlich achten, dass das natürlich alles sauber drauf liegt, natürlich gut festgezogen ist. Und das ist übrigens auch der Grund, warum da anstatt 3 4 Bolzen drin sind. Weil die Kräfte höher sein können, wie bei einem normalen. Wenn man einmal ordentlich festzieht, reicht es im Normalfall. Man kann natürlich auch hier mit einem Gabelschlüssel an den Backen anhalten. Ja, das gefällt mir noch nicht. Da ist der Backen, der Stift ein bisschen zu weit drin. Der Gewindestift, den drehe ich jetzt einfach 1, 2 Umdrehungen raus. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, die Kräfte sind natürlich beim dezentralen Spannen, beim asymmetrischen Spannen größer, weil dann natürlich eine Unwucht ist. Darum hat man 4 Bolzen und mit den 4 Bolzen kann man höhere Kräfte aufnehmen. Auch hier immer darauf achten, dass der Bolzen hinten noch rausschaut, dass wir uns vergewissern können, dass die Mutter richtig drauf ist und auch der Bolzen tief genug im Backenfutter, als dass maximale Befestigung ist. Wir werden natürlich beim 4-Backenfutter, beim einzeln verstellbaren, natürlich keinen Rundlauf messen. Warum auch? Wir können hier jeden Backen einzeln verstellen, um so beispielsweise Nockenwellen oder ähnliche Sachen anzufertigen. Wenn euch das genauer interessiert, wir haben schon mal ein Video dazu gemacht, mit vielen Beispielen. Das wird verlinkt. Schaut es euch gerne an. So, jetzt haben wir das zentral verstellbare 4-Backenfutter montiert und das einzeln verstellbare 4-Backenfutter. Und jetzt werden wir wieder auf den Ursprungszustand zurückgehen und werden das originale 3-Backenfutter montieren. Das ist jetzt eigentlich im Wesentlichen kein großes Problem mehr, aber trotzdem gibt es noch einen Punkt, auf den ihr achten müsst. Und das zeige ich euch jetzt gleich. So, das, wo ich jetzt gesagt habe, auf was ihr aufpassen müsst, ist, ihr habt ja gesehen, der Spindelflansch ist mit einer 0 gekennzeichnet. Und von Werk aus ist auch das Drehfutter mit einer 0 gegengekennzeichnet. Soll heißen, 0 auf 0 ist der optimale Rundlauf, so wie wir es vorhin beim 4-Backenfutter gesehen haben. Die beiden müssen sich gegenüberstehen. Hier sehen wir wieder, dass die Stehbolzen ein bisschen arg weit reingeschraubt sind. Darum löse ich die jetzt wieder mit der Hand, weil ihr wisst ja, die Schraube sollte ihre ganzen Gewindegängen ausnutzen. Und rein. Ja, die Schrauben sind leicht ölig, meine Finger sind leicht ölig. Das sind natürlich die besten Voraussetzungen, dass es nach unten gleitet. So, jetzt kann ich hier das Salz wegtun und fest anziehen. Hier gefällt es mir noch nicht. Der Bolzen ist zwar da, aber man könnte ihn noch eine kleine Ecke rausschrauben. Genau so will ich es haben. So sieht es doch gut aus. So, nochmal alles fest nachziehen. Zack. Zack. So, und jetzt ist die Maschine wieder im Ursprungszustand montiert. Und wir können das als erledigt betrachten. Das war jetzt unser Video übers Backenfutter wechseln. Was ich noch sagen will, ist, dass beim 4-Backenfutter
einzeln verstellbar 4 Aufnahmebohrungen sind. Und es ist wichtig, dass dort über Kreuz angezogen wird. Bei den zentral verstellbaren 3-Backenfutter oder 4-Backenfutter hat man ja nur 3 Bohrungen mit 3 Schrauben und da kann man ja nicht anders wie über Kreuz anziehen. Darum achtet da bitte drauf, weil wenn ihr das über Kreuz anzieht, könnt ihr das zentriert anziehen und ihr tut eventuelle Unwuchten, damit Ungenauigkeiten vom Werkstück fernhalten. So, das war's eigentlich von meiner Seite aus hier mit dem Video. Hab mich wieder wahnsinnig gefreut, für euch ein Video zu machen. Und falls ihr auch irgendeinen Wunsch habt, irgendeine Idee, lasst uns in den Kommentaren wissen. Hinterlasst ein Like, abonniert uns. Und ihr könnt uns auch in unseren Social Media Kanälen wie auf Facebook, Instagram oder so auch folgen. Also, ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.